Im Jahr 2022 gelangt in Frankreich eine islamische Partei an die Macht. Unterstützt wird sie von Linken und Konservativen, die eine rechtsextreme Regierung verhindern wollen. Das Land wird schrittweise islamisiert. Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung löste 2015 durch seine provokative Darstellung einer fiktiven politischen und kulturellen Transformation Frankreichs eine breite Kontroverse aus. Das Werk ist nicht nur eine satirische Analyse westlicher Kultur und Politik, sondern ein philosophischer Text, der Fragen nach Identität, Freiheit, Nihilismus und dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft aufwirft. Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung erschien 2015 am Tag des islamistischen Anschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Er ist Houellebecqs 6. Roman. Protagonist ist der 44-jährige Literaturprofessor François. Dieser führt ein monotones Leben. Akademische Routine, flüchtige Liebesbeziehungen und ein zunehmendes Gefühl der Leere prägen seinen Alltag. François ist der typische Houellebecqsche Antiheld. Einsam, gelangweilt, desillusioniert und sexuell frustriert treibt er ziellos durchs Leben, auf der vergeblichen Suche nach Sinn in einer Welt, die ihre Werte verloren hat. Nach dem Wahlsieg der muslimischen Bruderschaft wird das Land zunehmend islamisiert. François erlebt diese Veränderung zunächst passiv, spielt am Ende des Romans jedoch ernsthaft mit dem Gedanken, zum Islam zu konvertieren. Unterwerfung thematisiert politische Veränderung, kulturelle Identität, Religion und individuelle Sinnsuche. Vor allem Houellebecqs Darstellung einer möglichen Islamisierung Europas und ihrer gesellschaftlichen Folgen sorgte für heftige Debatten. Mehr als am Islam übt der Text jedoch Kritik am Zerfall westlicher Werte und der Dekadenz der modernen Welt. Zusammen mit François wird der Leser mit der Frage konfrontiert: Bietet der politische Islam eine akzeptable Alternative zur Sinnlehre westlicher Gesellschaften? Die Handlung setzt ein im Jahr 2022, kurz vor den französischen Präsidentschaftswahlen. Die politische Lage in Frankreich ist angespannt. Die traditionellen Parteien, Sozialisten und Konservative, verlieren an Einfluss, während der rechtspopulistische Front National unter Marine Le Pen und eine neu gegründete Partei, die muslimische Bruderschaft unter dem charismatischen Mohammed Ben Abbès, an Bedeutung gewinnen. Kurz vor dem zweiten Wahlgang kommt es im ganzen Land zu bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen. Um eine rechtsextreme Regierung zu verhindern, verhelfen die etablierten Parteien der muslimischen Bruderschaft zum Sieg. Ben Abbès wird Präsident. Diese Machtübernahme markiert den Beginn tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen. Ben Abbès' Regierung führt eine moderate, aber konsequente Islamisierung ein. Die Scharia wird teilweise eingeführt, das Bildungssystem islamisiert, Polygamie legalisiert. Frauen werden aus dem öffentlichen Leben gedrängt, Juden verlassen das Land. Die französische Gesellschaft passt sich schnell an die Veränderungen an, da die neue Regierung wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftliche Ordnung verspricht. Es gibt sehr viel weniger Kriminalität. Nach dem massiven Ausstieg von Frauen aus dem Arbeitsmarkt sinkt die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief. François ist zunächst skeptisch. Er wird aus dem Universitätsdienst entlassen und erhält ein großzügiges Ruhestandspaket. Seine innere Leere versucht er mit Alkohol, Prostituierten und einem kurzen Aufenthalt im Kloster zu füllen. Doch er findet keinen Frieden. Suizid lehnt er als verfrühte Lösung ab. Schließlich macht ihm die neue, nun islamische Universitätsleitung ein attraktives Angebot. Ein gut bezahlter Posten, sofern er zum Islam konvertiert. Angezogen von den materiellen und sozialen Vorteilen, darunter der Aussicht auf mehrere Ehefrauen und einen geregelten Lebensstil, zieht François eine Konversion zum Islam ernsthaft in Betracht. Der Roman endet mit seiner Unterwerfung unter das neue System, das er als unausweichlich akzeptiert. Houellebecq porträtiert die existenzielle Leere, Dekadenz und Entfremdung des modernen Lebens. Die westliche Gesellschaft beschreibt er als materialistisch, erschöpft, individualistisch und orientierungslos. Das Frankreich in Unterwerfung verkörpert den Nihilismus, den Nietzsche nach dem Tod Gottes prognostiziert. Ohne absolutes Wertesystem fehlen Sinn und Orientierung. Weder die christliche Religion noch der säkulare Liberalismus oder persönliche Ideale können diese Leere füllen. Es gibt keine Utopien mehr, keine Hoffnung auf Besserung.
François leidet unter dieser existenziellen Leere. Houellebecqs Anti-Held verkörpert das moderne westliche Individuum, das sich in einer existenziellen Krise befindet und in der Isolation gefangen ist. François' Leben besteht aus flüchtigen sexuellen Beziehungen, Alkohol, Tiefkühlkost und akademischer Routine. Er ist frei, aber diese Freiheit ist leer, da sie keinen Sinn stiftet. Hier greift Houellebecq eine zentrale Frage des Existenzialismus auf. Wie findet das Individuum Sinn in einer Welt ohne vorgegebene Werte? Laut Sartre ist der Mensch zur Freiheit verurteilt und muss selbst Bedeutung schaffen. François jedoch scheitert an dieser Aufgabe. Seine intellektuelle Beschäftigung mit Huysmans, einem Autor, der sich vom Dekadentismus zum Katholizismus wandte, sein Besuch der Schwarzen Madonna, sein kurzer Aufenthalt im Kloster, deuten auf eine Sehnsucht nach Transzendenz hin. Doch François bleibt in der Immanenz gefangen. Seine Beziehungen sind flüchtig und oberflächlich. Auf äußere Ereignisse, egal wie einschneidend und krass, reagiert er passiv, beinahe lethargisch. François' persönliche Lethargie spiegelt die kollektive Erschöpfung einer Kultur wider, die kein überzeugendes Wertesystem mehr bietet. Die Sorbonne gehört mittlerweile Saudi-Arabien. Nur muslimische Hochschullehrer dürfen unterrichten. François akzeptiert seine Entlassung aus dem Universitätsdienst widerstandslos, auch weil sie mit einer hohen Ruhestandszahlung verbunden ist. Sie waren wirklich zu großen finanziellen Opfern bereit, um zu vermeiden, dass die Wellen hochschlugen. Zweifelsohne überschätzten sie die Universitätslehrer in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, wirksame Protestaktionen zu organisieren. Selbst ein einhelliger Protest aller Universitätslehrer wäre nahezu vollkommen unbemerkt geblieben. Aber das konnten sie in Saudi-Arabien offensichtlich nicht abschätzen. Sie glaubten im Grunde genommen noch so sehr an die Macht der intellektuellen Elite, dass es beinahe rührend war. Der Roman stellt die Frage, ob eine Gesellschaft, der nichts mehr wichtig ist, die Kraft hat, sich gegen Veränderungen zu wehren. Houellebecq entwirft ein Szenario, in dem politische Veränderungen nicht durch Gewalt, sondern durch demokratische Prozesse und gesellschaftliche Apathie erfolgen. Ben Abbès ist ein pragmatischer, charismatischer Führer, der die Schwächen der westlichen Demokratie ausnutzt. Etablierte Eliten kollaborieren, die Bevölkerung bleibt passiv. Houellebecq kritisiert hier implizit den Liberalismus, der individuelle Freiheit über alles stellt, aber keine Antwort auf die Frage nach dem Wozu bietet. Ohne Bindung an eine Gemeinschaft oder höhere Werte wird Freiheit zur Last. Der Roman fragt, steuert eine auf Individualismus und Materialismus reduzierte Zivilisation zwangsläufig in eine Sinnkrise und geht an ihrer inneren Leere zugrunde? Der Titel Unterwerfung bezieht sich auf die wörtliche Übersetzung des Wortes Islam, die völlige Hingabe oder Unterwerfung unter den Willen Gottes. Während der Islam im Roman als dynamische, ordnende Kraft dargestellt wird, steht das Christentum für eine verblasste, machtlose Tradition. Der von Houellebecq beschriebene Katholizismus repräsentiert einen toten Glauben ohne jede tiefere Bedeutung. Die Islamisierung Frankreichs erfolgt beinahe ohne Widerstand, dass sich die westliche Gesellschaft innerlich aufgegeben hat. François, dem die moderne französische Gesellschaft ohnehin nur oberflächliche Befriedigung bietet, hält das Angebot zum Islam zu konvertieren für verlockend. Ihm geht es weniger um einen spirituellen Akt als um eine pragmatische Entscheidung. In Aussicht stehen gesellschaftliche Anerkennung und mehrere Ehefrauen. Seine Unterwerfung am Ende des Romans erscheint als eine legitime Antwort auf die Sinnkrise der Moderne. Laut Albert Camus kann der Mensch in einer sinnlosen Welt entweder in die Religion fliehen oder die Absurdität des Daseins akzeptieren. François scheint sich am Ende des Romans für die Flucht in die Religion zu entscheiden, nicht aus Überzeugung, sondern aus Bequemlichkeit. Interessant ist, dass Houellebecq die Unterwerfung nicht als Zwang, sondern als Verlockung darstellt. Die islamische Ordnung bietet klare Hierarchien, klare Geschlechterrollen und einen Sinn, den die westliche Gesellschaft verloren hat. Der Liberalismus scheitert an seiner eigenen Offenheit, da er keine starke narrative Alternative zu religiösen oder autoritären Systemen bietet. Houellebecq stellt den Islam nicht als Bedrohung dar, sondern als eine von vielen möglichen Antworten auf die Krise der Moderne. Gleichzeitig kritisiert er die westliche Gesellschaft für ihre Unfähigkeit, eigene Antworten zu finden.
Welbecks Darstellung ist bewusst ambivalent. Er glorifiziert die islamische Ordnung nicht, sondern zeigt sie als pragmatische Lösung für eine zerrüttete Gesellschaft, die jedoch auf Kosten individueller Freiheiten, insbesondere für Frauen, geht. Der Roman zeigt eine Rückkehr zu traditionellen Geschlechterverhältnissen unter dem neuen Regime. Welbeck nutzt dies, um die Spannung zwischen modernem Feminismus und konservativen Werten zu beleuchten. Moderne Beziehungen erscheinen im Roman leer, oberflächlich und sinnlos. Sie sind von Individualismus, Entfremdung und einem Mangel an emotionaler Tiefe geprägt. Die Freiheit bei der Partnerwahl führt zu Einsamkeit und Sinnverlust. Gemäß dem in meinen Jugendjahren vorherrschenden Beziehungsmodell waren die jungen Leute nach einer kurzen Phase des sexuellen Vagabundierens dazu angehalten, exklusive Beziehungen einzugehen, die sich durch strikte Monogamie sowie durch Aktivitäten nicht rein sexueller, sondern auch sozialer Art auszeichneten. Dennoch hatten diese Beziehungen nichts Verbindliches, sondern wurden als Ausbildung in Sachen Liebe verstanden. Sie waren gewissermaßen Praktika. Liebesbeziehungen von schwankender Dauer, die Dauer eines Jahres galt als akzeptabel und in schwankender Anzahl 10 bis 20 schien ein vernünftiger Durchschnitt zu sein, sollten aufeinander folgen, bevor sie zum krönenden Abschluss in die allerletzte Beziehung mündeten, die dieses Mal einen eheähnlichen und endgültigen Charakter haben würde und durch die Zeugung von Kindern zur Gründung einer Familie führen sollte. Die völlige Sinnlosigkeit dieses Modells wird François bewusst, als er zwei immer noch unverheirateten, stark gealterten und sexuell unattraktiv gewordenen Ex-Freundinnen begegnet, die einsam und frustriert wie ölverschmierte Vögel auf ihn wirken. Sowohl Männer als auch Frauen sind Opfer eines entfremdenden, liberalen Systems, das echte Bindungen und Sinn zerstört. Demgegenüber stellt Welbeck das patriarchalische Modell der neuen islamischen Regierung. Hier herrschen traditionelle Geschlechterrollen. Männer arbeiten, Frauen kümmern sich um Haushalt und Familie. Ehen werden von Heiratsvermittlerinnen arrangiert, polygame Ehen sind je nach Status erlaubt. Frauen haben in diesem Modell zwar keine Autonomie, sind jedoch durch die Ehe finanziell und sozial abgesichert. Aus Sicht von François scheinen nicht nur Männer, sondern auch Frauen zu profitieren. Im islamischen Regime hatten Frauen, zumindest diejenigen, die hübsch genug waren, das Begehren eines reichen Ehemanns zu wecken, die Möglichkeit, im Grunde ihr ganzes Leben lang Kinder zu bleiben. Kurz nachdem sie den Kindesbeinen entwachsen waren, wurden sie selbst Mütter und tauchten wieder in das kindliche Universum ein. Wenn ihre Kinder herangewachsen waren, wurden sie Großmütter und so ging ihr Leben dahin. Es blieben ihnen nur wenige Jahre, in denen sie sexy Dessous kauften und Kinderspiele durch Sexspiele ersetzten, was im Grunde genommen ein und dasselbe war. Natürlich verloren sie ihre Autonomie, aber fuck Autonomy. Welbeck setzt sich in seinem Roman mit verschiedenen philosophischen Systemen auseinander. Zu seinen wichtigsten Einflüssen gehören vor allem Arthur Schopenhauer, aber auch Friedrich Nietzsche, Blaise Pascal sowie existenzialistische Denker wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Welbecks düstere Sicht auf die menschliche Existenz und die Betonung von Leid, Verlangen und der Sinnlosigkeit des Lebens zeigen klare Parallelen zu Schopenhauers Philosophie, insbesondere dessen Konzept des Willens als treibende, aber letztlich unbefriedigende Kraft. Für Schopenhauer ist das Leben ein Pendeln zwischen Schmerz und Langeweile. Der Mensch ist Sklave seiner Triebe, insbesondere seines Sexualtriebs. Der Sexualtrieb, die primäre Manifestation des Schopenhauerschen Willens, wird in Welbecks Roman durch Liberalismus und Individualismus zu einer zerstörerischen Kraft. In einem Interview mit Le Figaro erklärt Welbeck: Schopenhauer hat mir gezeigt, dass das Leben ein Kampf ohne Sinn ist und die Moderne verschlimmert dies durch ihre falschen Versprechen. Während Schopenhauer Erlösungsmöglichkeiten wie Kunst, Askese oder Mitleid vorschlägt, bieten Welbecks Romane selten Auswege aus dem Leid. Welbecks Auseinandersetzung mit Nihilismus, dem Verfall traditioneller Werte und der Frage nach Sinn in einer Welt ohne Gott spiegelt nietzscheanische Themen wider, auch wenn er diese oft ironisch oder resignativ interpretiert. Wie Nietzsche kritisiert Welbeck die Dekadenz moderner Gesellschaften. Er stellt die moderne Gesellschaft als eine Ansammlung von letzten Menschen dar, als eine Menschheit, die in Komfort und Mittelmäßigkeit erstarrt.
Ohne verbindliche Werte sucht der moderne Mensch Ablenkung in oberflächlicher Bedürfnisbefriedigung. Welbeck sagt über sich selbst: Ich bin der Schriftsteller einer nihilistischen Epoche und des Leidens, das mit dem Nihilismus einhergeht. Als Nihilist sieht er sich aber nicht. Ich bin kein Nihilist, im Gegenteil, ich bin ein Konservativer. Im Gegensatz zu Nietzsche fühlt sich Welbeck eher dem letzten Menschen verbunden als dem Übermenschen. Elitismus lehnt er ab. Nietzsche hat den Nihilismus gesehen, aber seine Antwort, der Übermensch, ist eine Illusion, die die Moderne nicht erfüllen kann, schreibt er 2020. In einem Interview mit Le Figaro sagt er: Nietzsche hatte recht mit der Schwäche des Westens, aber sein Übermensch ist eine Fantasie. Die Realität ist banaler, wir konsumieren uns zu Tode. Für Welbeck ist außerdem nur der christliche Gott tot. Der Gott des Islam ist überhaupt nicht tot. Der Islam erscheint ihm als dynamische Kraft, die im Gegensatz zum schwächelnden Christentum an Einfluss gewinnt. Welbecks Interesse an der spirituellen Lehre und der Suche nach Transzendenz in einer materialistischen Welt zeigt Einflüsse von Pascals Gedanken über die menschliche Zerbrechlichkeit und die Sehnsucht nach etwas Höherem. Für Welbeck ist Pascal ein philosophischer Ankerpunkt, der seine Sicht auf die menschliche Existenz, die Moderne und die Sinnlosigkeit des Lebens prägt. In Interviews und Essays beschreibt er die Lektüre der Pensée als seinen ersten großen philosophischen Schock. Er schreibt: Die Lektüre der Pensée hat plötzlich einen Abgrund unter meinen Füßen aufgerissen und mich in den berühmten Terror der unendlichen und leeren Räume gestürzt, in die man für immer fällt. Pascals Anthropologie, der Mensch als denkendes Schilfrohr, schwach und vergänglich, doch fähig zur Reflexion, spiegelt sich in Welbecks Darstellung des modernen Individuums wider, das in einer entzauberten Welt isoliert und sinnlos existiert. Welbeck nutzt Pascal, um die Moderne zu kritisieren, ohne jedoch dessen Glauben zu übernehmen. Anstelle einer Erlösung durch den christlichen Glauben unterwirft sich François im Roman aus Resignation und Bequemlichkeit dem Islam. Welbecks Werke greifen Themen wie Absurdität, Freiheit, Entfremdung und die Konfrontation mit der Sinnlosigkeit auf, die an existenzialistische Strömungen und Denker wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus erinnern. Sartres These, dass das Leben keinen vorgegebenen Sinn hat, spiegelt sich in Welbecks Darstellung moderner Gesellschaften. Seine Protagonisten scheitern in einer säkularen Welt ohne vorgegebene Werte. Sartres Idee der absoluten Freiheit ist bei Welbeck eine Bürde, die zu Isolation führt. Camus' Konzept des Absurden, der Konflikt zwischen der menschlichen Sinnsuche und einem gleichgültigen Universum, prägt ebenfalls Welbecks Romane. Camus' Revolte, die Bejahung des Absurden, bleibt hingegen aus. Welbecks Figuren resignieren, anstatt ihren eigenen Sinn zu schaffen oder das Absurde zu bejahen. Sartre hatte recht, dass wir frei sind, aber diese Freiheit ist ein Fluch in einer Welt, die nur Konsum anbietet. Unterwerfung sorgte in Frankreich und international für heftige Kontroversen. Kritiker lobten Welbecks Fähigkeit, gesellschaftliche Trends zu extrapolieren und Tabuthemen anzusprechen, während andere den Roman als islamfeindlich oder reaktionär kritisierten. Unterwerfung erschien am Tag, als der islamistisch motivierte Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo verübt wurde, bei dem 12 Menschen, darunter ein Freund von Welbeck, starben. Die Titelzeile der damaligen Ausgabe lautete: Die Vorhersagen des Magiers Welbeck. Auf dem Cover abgebildet war eine Welbeck-Karikatur mit den Sprechblasen: 2015 verliere ich meine Zähne und 2022 mache ich Ramadan. Diese Koinzidenz verstärkte die Kontroverse um den Roman, obwohl Welbeck betonte, dass der Roman keine Polemik, sondern eine literarische Reflexion sei. Die im Roman dargestellten rassistischen, frauenfeindlichen und islamophoben Ansichten spiegeln nicht Welbecks persönliche Ansichten wider, sondern sind literarische Fiktion. Nein, mein Buch ist nicht islamfeindlich. Das dürfte sogar bei unaufmerksamer Lektüre deutlich werden. Unterwerfung zeichnet ein schonungsloses und verstörendes Bild westlicher Gesellschaften. Gegen die typischen Phänomene der Moderne scheinen nur autoritäre Regime adäquate Lösungen zu bieten. Der moderne Mensch zerbricht an seiner eigenen Freiheit. Welbeck stellt unbequeme Fragen über die Zukunft Europas, die Rolle der Religion und die menschliche Suche nach Sinn in einer materialistischen Welt.
Obwohl der Roman durch seine politische Brisanz polarisiert, ist er vor allem eine Charakterstudie eines Mannes, der sich in einer sich wandelnden Welt zurechtfinden muss und sich am Ende unterwirft. Er konfrontiert uns mit der Krise des modernen Subjekts, das in der Freiheit des Liberalismus keinen Sinn mehr findet, und zeigt die Verletzlichkeit einer säkularen Ordnung, die keine starke kollektive Identität bietet. Houellebecq bietet keine Lösung, sondern hält uns einen Spiegel vor. Was sind wir bereit aufzugeben, um Sinn zu finden? Und wie können wir eine Gesellschaft gestalten, ohne in autoritäre Strukturen zu verfallen? Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!